Hallo zusammen, ihr wisst, wie es läuft. Wir schauen uns immer kurz und knapp Austausch verschiedener Teile, Reparatur verschiedener Teile an, dass quasi wirklich das für euch wie eine Anleitung ist oder zumindest ihr schon mal grob wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Im heutigen Video tun wir einmal an einem T5 Multivan mit 2,5 Liter TDI, 174 PS das AGR-Ventil austauschen. Dafür haben wir jetzt einmal von den beiden Druckdosen hier die Schläuche abgezogen. Hier sehen wir einmal das neue Teil, das ist natürlich immer gut. Dann kann man sich anschauen, wo überall Verschraubungspunkte sind. Wir haben jetzt auf der Vorderseite die 3 gesehen und hinten wird das Ganze nur mit einer Klammer verbunden. Das heißt, wir können hier einmal die Klammer mit einem Schraubenzieher so raushebeln. Auf der Oberseite sieht man jetzt gerade auch, da ist für die Klammer quasi so eine Haltenase. Da ist das Ganze jetzt aber leider drüber gerutscht. Ich schiebe es jetzt mal so hin. Genau, wenn wir quasi in dieser Position sind, dann hält die Klammer auch. Und man kann hier hinten an dem Flansch den Schlauch einfach so ein bisschen raushebeln oder einfach nur rausziehen. So, ich werde jetzt hier oben die... genau, das habe ich übersprungen. Ich habe hier oben jetzt die Druckdose einmal weggeschraubt, einfach, dass man schöner hinsieht für euch. Man könnte jetzt hier mit der ersten M6er Schraube, das ist quasi ein 5er Imbus, der da innen reinkommt, rausschrauben. Ich tue das Ganze aber nur einmal leicht lösen. Und dann gehe ich erstmal an die Schraube, wo ich denke, dass ich am schlechtesten hinkomme. Das ist immer ein guter Tipp. Man fängt immer mit der Schraube an, wo man am schlechtesten hinkommt. Die ist jetzt quasi hier unten und mit so einer langen Verlängerung für die kleine Ratsche kommt man quasi da gut hin. Wichtig, die Verlängerung sollte möglichst länger als das AGR-Ventil sein. Dann kann man nämlich dahinter hebeln, dahinter ratschen. Ich zeige es hier nochmal. Also wenn die Verlängerung quasi wirklich länger ist, dann kann man hinten, wo man den Schlauch schon weggemacht hat, drum der Schlauch auch zuerst, hat man quasi genug Platz für die Drehbewegung. So, die nächste Schraube kann man erst hin, wenn man hier das Abgasrohr weggeschraubt hat. Das sind wiederum Schlüsselweite 13er Schrauben. Das heißt, auch hier einfach mit einer Verlängerung und der kleinen Ratsche kann man die gut öffnen. Schraube Nummer 1. Und Schraube Nummer 2. Wie immer in der Beschreibung findet ihr auch alles an Werkzeug, was ihr benötigt. Auch mit einem Link, wo man das Ganze günstig kaufen kann. Genauso wie für das Ersatzteil. Auch da gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt oder euch nicht sicher seid, welche Teilenummer für euch korrekt ist. Da gibt es verschiedene. Hier in dem Fall ist es die 070128 070 E wie Emil. Genau, aber auch da gibt es verschiedene AGRs, je nach Motorisierung, nach Fahrzeug und so weiter. So, ich habe jetzt hier die zweite M6-Schraube mit Inbus, mit 5er Inbus innen drin rausgedreht. So. Und jetzt können wir quasi an die leichteste, die wo oben direkt im Sichtfeld sitzt. So, ist draußen. AGR-Ventil ist schon ein Stück nach unten gesackt. Das ist auch der Grund, warum man die schwer zugänglichen Schrauben zuerst aufmachen sollte, weil einfach bei der letzten Schraube da ein bisschen Zugdruck, Gewicht drauf ist. Beim AGR hier ist es jetzt nicht so dramatisch, aber das sollte man sich einfach ganz allgemein angewöhnen. Dann gibt es da auch keine Probleme. Genau, ansonsten war es das von dem Ausbau. Bei weiteren Videos könnt ihr gerne einmal auf meinen Kanal besuchen oder auch auf den Kanal unter Playlists gehen. Wir haben eine tolle T5-Playlist mit mittlerweile etlichen Anleitungsvideos erstellt. Da ist vielleicht für euch das ein oder andere Video auch noch dabei.